Hey guys, what's up? eBuzz today coming to you with a quick tutorial on how to do falling cubes in Cinema 4D. So basically what this does is it just makes basic cubes fall. So I have it in my recycle bin right now. Let me get it out here. And this is just an intro I made for a kid. And what I basically do is I just have cubes just fall onto his text like this. So I'm gonna walk you guys through this and just show you how to do it. Alright, so this tutorial is gonna be R12. It's basically the same exact thing for R11.5, except for a couple different controls or whatever it is, but it's pretty much the same. So yeah, let's get on started. Alright, so let's start up Fody. Initialize them plugins. Alright, so we're just going to basically start out with the text object right here. MoGraph text object. Mo text or whatever. And I'm just going to name this tutorial. And maybe bump up the depth to about 75 or 50. I'll make it 75. And I'll just put the alignment as middle. Font, choose my usual. Ethnocentric. And for your render settings, you're going to want to make it like HD 720 29 frames per second, or if you want it to look even better, you can do 1080. Save it as a QuickTime movie. Sorry guys, I'm just kind of going through my render settings here. You don't really have to watch this. Alright, so once you've done that, what you're going to want to do is, after you have your text, you can add a floor. And if you're in R12, you just select your floor and hit Create Collider. But if you have 11.5, you go MoGraph Rigid Body and then uncheck Dynamic. So yeah. And then for the MoText, you're going to want to do the same thing and create a collider. This way, like the cubes won't go through the thing. And I'm just going to slap a basic material on there, maybe like a yellowish or so. Maybe throw some reflection on there, make it look nice. I'll just throw this on my text object. Okay, so now that we've got our text, we can throw our, what's it called on there? We can get our cubes ready. So now to do this, what you're going to want to do is you're just going to make a cube to start off with. And I usually make it like 75 or 100, so let's go with 100. And it'll size down here. And I had a fillet, or fillet, I don't even know. And maybe about 20 or 15. And subdivisions, I bump that up to like 20 or 15 too, just so it gets like a really smooth lining like right there. Alright, so after you've done that, you're going to want to go to MoGraph and Cloner Object, or yeah, that's in R12, or R11.5 is Cloner Object, R12 is just Cloner. And then you're going to drag your cube into the cloner. And so after you've done that, select your cloner and just change the count to 1, and then that's completely done. Alright, so now you're going to want to make an emitter by holding this down and go to emitter. Now just drag the emitter into the cloner again. And yeah, so after you've done that, you're going to want to select your emitter and move it up to where you want it to start emitting from. And then like rotate it so it's facing down. So you're going to put that at -90, like that. So now when you play it, it shows those things coming out of it, but nothing's really happening. And you're going to want to bump up your frames, so about 150 or so. 150, okay, like that. And so now to make it that it shows your objects, what you're going to do is you're going to scroll down and click Show Objects. And now when you play it, your objects will fall, but we're not completely done yet. What you got to do to make them like all like have the gravity dynamics, I guess, you're gonna want to select your cloner, and if you're on our 11.5, go to tags, MoGraph tags, rigid body. But since we're on R12, you're gonna go to stimulation, dynamics, and create rigid body. But I have the shortcut right here. So now when you play it, like the cubes will fall out of it and they'll start falling like that. So now if we just slap a yellow material on the cube, render this out, pretty cool. Alright, so that's basically it for this episode. Please remember to like, comment, and subscribe, and thanks for watching. Oh, hey Leute, heute mal so ein kleines Tutorial zum Thema Depth of Field, also ja.
Und da wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Szene vorbereitet. Da schraube ich noch gerade die Qualität noch ein bisschen runter. Und ja, das dauert einen kleinen Augenblick zum Rendern. So, das ist jetzt das normale Bild. Und wenn er gleich noch die Nacheinstellungen macht. So, und jetzt sehen wir deutlich, dass wir ja so eine ja, Verschwommenheit oder wie auch immer hier bekommen. Und zwar einmal bei Sachen, die sehr nah an der Kamera dran sind und bei Sachen, die eher weiter weg sind. Und ja, das kann man folgendermaßen einstellen. Ich habe jetzt hier im Querschnitt betrachtet. Hier oben. Fail. So, hier oben seht ihr jetzt, habe ich jetzt diese Kameraobjekt. Also das ist schon mal das Wichtigste, was ihr dafür braucht. Und zwar ja, stellt ihr halt damit ein, welches Objekt im Mittelpunkt sein soll, also welches Objekt scharf ist. Also welcher Bereich definitiv scharf sein soll und wo kein Blur entsteht. So, zuerst mal müsst ihr natürlich das Ganze aktivieren. Das macht ihr ganz normal bei normalen Rendereinstellungen. Geht ihr einfach auf, macht einfach einen Rechtsklick oder geht hier auf Effekte und dann habt ihr hier Depth of Field. Und da könnt ihr jetzt verschiedene Einstellungen machen. Ich würde euch jetzt empfehlen, erstmal das so zu lassen, wie es halt ist. Und ja, was hier halt jetzt noch dazu ist Global Illumination, aber das ist dann wieder was anderes. Und ja, wenn ihr das jetzt, ich kopiere diese Kamera einfach mal und mache das mal aus, das mal weg. So, wenn wir jetzt die Anfangseinstellungskamera haben, dann sieht die so aus. Ohne Blur, ohne irgendwelche verschwommene Sachen oder so, dann habt ihr ein ganz normales Bild. Und dadurch, dass wir halt jetzt dieses Depth of Field aktiviert haben, kommt in der Kamera auch noch eine Zusatzoption hinzu. Und zwar startet ihr auf Objekt und geht dann hier neben einfach auf Depth oder auf Tiefe, Tiefenunschärfe, genau. Jetzt habe ich es auch. Und dann geht ihr hier einmal auf Front Blur und auf Rear Blur, also hinter der Kamera. Und dann erzeugt ihr hier noch so zwei Einstellungsebenen. Und ja, mit dieser einen Einstellungsebene, die ich jetzt gerade bewege, da stellt ihr halt ein, bis wohin das Sichtfeld gehen soll von dem hinteren, von der hinteren Unschärfe. Wenn ich das jetzt ganz nah drehe, dann wird es schon hier bei der Kugel, wenn ich jetzt näher ranzoome, dann wird es hier oben bei der Kugel schon am Anfang unscharf. Wenn ich das, glaube ich, jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber wenn ich das hier jetzt mal an der Kugel direkt render, dann müsste hinten so ein kleiner Teil von der Kugel schon unscharf werden. Und ja, das kann man auch ganz gut erkennen, dass hier so eine unscharfe Kante erzeugt hat. Denn wenn ich das jetzt mal wieder die Kamera, hoppala, wenn ich das noch ein Stück zurückziehen würde, fast auf diese Ebene und ups, und dann nochmal das Render, dann müsste man das schon, ja, auf jeden Fall wird da halt so eine Unschärfe erzeugt. Und ja, sagen wir mal so. So. Der Bereich, nennen wir es einfach mal jetzt der Bereich zwischen dem Front und dem Rear Blur, der ist halt scharf. Und das, was richtig scharf ist, das ist halt hier das mittlere, der Hauptbalken, das, was halt das normale Kamera halt auch hat. Und je nachdem, wie ihr das jetzt einstellt, wenn ich dieses Teil hier jetzt ganz nach hinten ziehe, dann dürfte das hinten an der Wand selber auch nicht sonderlich unscharf wirken. Es wird ein bisschen unscharf,
Ja, genau. Aber es wird nicht so extrem unscharf, sag ich jetzt mal. So richtig krass. Ja, und ziehe ich das hier einfach wieder rein. Und ja, wie gesagt, hier vorne das ist jetzt auch recht simpel. Da habe ich jetzt hier vorne diese Kugel eingebaut. Ist die hier unten im Bild. Wenn man die, wie gesagt, einmal rendert, dann sieht man schon sehr deutlich, dass die in den Vordergrund gestellt wird, dadurch, dass die halt diesen Unschärfe bekommt. Da sieht man schon recht deutlich, dass die sich vom Rest des Bildes unterscheidet. Und ja, das war jetzt einfach mal so ein kleines Tutorial. Und wie gesagt, die könnt ihr halt hier mit diesen Balken einstellen. Und zwischen diesen dunkelgrünen Balken ist, wie gesagt, der Schärfebereich, da wo es scharf sein soll. Da wo es definitiv scharf ist, sag ich erstmal. Ja, gut. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen.